Hallo, ich bin Achim von Rezeptschachtel.de und ich möchte dir heute zeigen, wie du kleine Hefeteigteiglinge rundschleifen kannst. Das geht eigentlich ganz einfach, aber es braucht etwas Übung. Das Rundschleifen braucht man, wenn man zum Beispiel Brötchen backen will. Die Teiglinge sollten rund geschliffen werden, damit die Brötchen eine schöne runde, gleichmäßige Form bekommen. Wenn man die Teiglinge einfach so backt, dann laufen die Brötchen beim Backen auseinander. Auch längliches Gebäck wie Schnittbrötchen oder Laugenstangen werden vor dem Langformen zuerst rund geschliffen. Oder wenn du eine runde Teigplatte brauchst, zum Beispiel für Pizza oder für Streuseltaler, sollte der Teig vorher rund geschliffen werden. Nur so bekommst du eine schöne runde Teigplatte. Durch das Rundschleifen bekommen die Teiglinge Spannung und die hält die Brötchen beim Backen zusammen. Beim Schleifen wird der äußere Teig nach unten gezogen. Diese äußere gedehnte Schicht umspannt dann den Teigling wie ein Gummi. Der Teig wandert dabei in den sogenannten Schluss des Teiglings. Dadurch, dass der Teig unten in den Schluss gedrückt wird, stülpt sich quasi das Innere des Teiglings nach außen. Dazu habe ich hier ein Experiment vorbereitet. Ich habe einen dunklen und einen hellen Teig. Den dunklen Teig umschließe ich mit dem hellen Teig. Wenn ich den Teigling nun rund schleife, wandert der dunkle Teig zuerst nach oben und dann umspannt er den gesamten Teigling. Beim Schleifen wird der Teigling über den Tisch geschoben, der Teig schleift sozusagen auf dem Tisch. Der Teig klemmt sich vorne ein, er dehnt sich auf der Vorderseite nach unten. Man kann den Teigling nun entweder immer ein Stück nach vorne schieben und ihn dann ein wenig drehen, oder besser man führt eine Kreisbewegung aus. Dadurch wandert der Teig automatisch ringsum nach unten in den Schluss. Also den Teig mit der hohlen Hand leicht auf den Tisch drücken und die Hand kreisförmig bewegen. Dabei den Kreis nicht zu groß machen, denn der Teig darf nicht rollen, der Schluss muss immer unten bleiben. Der Teigling darf auch nicht auf dem Tisch rutschen, deshalb darf kein oder nur sehr wenig Mehl auf dem Tisch sein. Wenn der Teig rutscht, dann musst du den Teig stärker auf den Tisch drücken, solange bis er wieder auf dem Tisch schleift. Das Rundschleifen geht auch ohne Tisch, dann übernimmt die eine Hand die Rolle des Tisches. Versuche es mal so, vielleicht fällt dir das Rundschleifen am Anfang so leichter. Also mit der hohlen Hand das Teigstück leicht auf den Tisch drücken, mit der Hand eine Kreisbewegung machen und dabei das Teigstück auf dem Tisch schleifen lassen. Darauf achten, dass der Teigling nicht durchrutscht und dass der Schluss des Teiglings immer unten bleibt. Wenn es dann klappt, macht das Rundschleifen richtig Spaß, besonders mit zwei Teiglingen gleichzeitig. Die Teiglinge können gegenläufig oder gleichläufig geschleift werden, rechtsrum oder linksherum. Ich habe es auch schon mal mit 4 Teiglingen probiert, aber dafür sind meine Zehen zu kurz. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib bitte einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. In der Videobeschreibung findest du einen Link zu meiner Webseite, du kannst das Ganze nochmal nachlesen oder ausdrucken. Hast du Lust bekommen, das Rundschleifen mal auszuprobieren, schreib es doch in die Kommentare. Ich lasse dir jedenfalls einen Link zu meinem Brötchenrezept in der Videobeschreibung.